Hallo, ich bin Michael, das ist Excel Esports. Wir sind bei Episode 5 angekommen und diesmal werde ich alles mal ein bisschen anders ausprobieren. Und zwar werde ich diesmal den Fall, nachdem ich mir schon Gedanken darüber gemacht habe, wie ich ihn lösen kann, so schnell wie möglich lösen und erst danach erklären, was ich eigentlich genau gemacht habe. Vorher, bevor ich das Ganze angehe, erstmal noch die Beschreibung, was hier in dem Spiel in Example 5 dem Fall Bingo zu machen ist, und danach geht es dann los. Also wir haben hier zwei Spieler, die ein Bingo-Spiel spielen. Das sind hier jeweils die Spielscheine für Spieler 1 und für Spieler 2. Und es gibt dann eine Bingo-Maschine, in der sind eben 90 Bälle drin und da wird eben einer nach dem anderen gezogen. Wir sollen jetzt ermitteln, welcher Spieler zu welchem Zeitpunkt gewinnt und das dann eben ausgeben. Das klingt eigentlich relativ einfach und letztendlich ist es das auch. Allerdings muss ich sagen, während ich den Fall unter Zeitdruck lösen habe müssen, hatte ich so überhaupt keine Ahnung, wie ich den Fall angehe. Jetzt, nachdem ich mir schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, ist es wesentlich einfacher und ihr werdet gleich sehen, wie schnell man das lösen kann. So, dann würde ich sagen, lege ich einfach mal los. Das war natürlich falsch, hier nicht auf DN festsetzen, sondern auf 276. So.
So, damit ist der Fall gelöst. Es ging jetzt in unter 5 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt werde ich mal sagen, was ich hier gemacht habe. Also für mich war während der ganzen, während ich unter Zeitdruck stand, so ein bisschen das Problem, dass ich mir eher gedacht habe, ich muss doch die Zeit durchgehen und schauen, welcher Spieler hat zuerst 15 gezogene Zahlen. Aber dem ist nicht so. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, dass ich mir zuerst angeschaut habe und mir diesen Bingo-Schein in einen Bereich, jetzt muss ich natürlich schön hinspringen, und zwar hier rüber. Hier habe ich mir die 15 Zahlen notiert, die ich haben möchte, also die kleinste Zahl bis zur größten Zahl. Das ist jetzt egal, ob das jetzt die richtige Reihenfolge auf dem Bingo-Schein ist oder in welcher Reihenfolge die gezogen werden, sondern ich möchte die einfach hier sehen. Das heißt, ich sehe hier 5, 8, 14, 17 sind genau die Zahlen, die eben hier auch auf dem Bingo-Schein auftauchen. Das gleiche natürlich noch ein bisschen weiter drüben für den Spieler Nummer 2 gemacht. Hier sieht man 2, 9, 15, 16. Und dann habe ich mir als nächsten Schritt hier fürs erste Spiel die Spielrunden angezeigt, in welcher Runde diese Zahl gezogen wurde. Das heißt, die 5 wurde in der 35. Runde gezogen. Wir können mal auf die 35. Runde hier gehen und schauen, ob da wirklich die 5 gezogen wurde. Ich gehe nach links zur 35 und sehe, dass hier eben die 5 gezogen wurde. Was ich dann als nächstes gemacht habe, ist, dass ich hier mir dann den maximalen Wert der gezogenen Runde ermittelt habe. Das heißt, Spieler 1 hat hier die 15, nicht die 15, die 44, die in der 10. Die 10. Kugel, also vom Wert her die 10. Kugel, in Runde 90 gezogen. Da steht die 44 und deswegen steht hier die 90. Und davon habe ich mir dann das größte Ergebnis gesucht, eben aus diesen Zahlen. Das ist die 90 und habe das für den gleichen Spieler auch gemacht und bei dem ist es eben die 89. Und weil natürlich derjenige Spieler das Ganze gewinnt, der zuerst gezogen wird, habe ich mir von diesen beiden Zahlen dann den kleineren Wert geholt. Und das ist dann eben auch schon das Ergebnis. So, welche Formeln ich dafür benutzt habe, das ist einmal eben hier die K-kleinste, ich hätte auch K-größte nutzen können. Das gibt mir einfach die erstgrößte, zweitgrößte, drittgrößte Zahl in einer gewissen Matrix aus und so eliminiere ich, dass ich diese 3 Zeilen habe und muss mir die Zahlen auch nicht manuell zusammenschreiben oder wie auch anders. Es gäbe theoretisch noch einen Befehl to column und to row, beziehungsweise zu Zeile, zu Spalte, falls die inzwischen schon richtig übersetzt sind. Wie ihr ahnen könnt, stehen mir die im Moment in meiner Excel-Version noch nicht zur Verfügung. Deswegen habe ich mich eben für diese Variante mit K-kleinste entschieden. Und das K ist eben dann der Wert, der eben dann hier hinten drin steht, in der letzten Bedingung, in der K. Und das gibt dann eben den erstkleinsten, zweitkleinsten, drittkleinsten und so weiter an. Als nächstes habe ich dann eben einen X-Verweis benutzt, um diese Zahl in dem Array hier zu suchen. Das Array sind in dem Fall die gezogenen Zahlen der aktuellen Runde. Da bin ich dann auch so ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich meine Dollarbezüge nicht gleich sauber gemacht habe. Und den vergleiche ich dann, oder das Ausgabe-Array möchte ich eben 2 Zeilen höher haben. Deswegen ist da der W-Verweis, beziehungsweise vielleicht ein besserer Begriff, der S-Verweis, nicht so praktisch, weil der immer nur in der ersten Zeile bzw. Spalte sucht und mir dann nach rechts bzw. nach unten ausgibt, während der X-Verweis da ein sehr viel mächtigeres Tool ist, das mir nicht nur einen Wert ausgeben könnte, sondern auch mehrere. Das brauche ich hier aber jetzt nicht zeigen, aber ich kann mir eben auch dann die Matrix nach oben gehen lassen, kann die eben auch festsetzen und das ist dann eben sehr
gut zu lösen. Dann natürlich hier den Maximalwert des Arrays, der 15 Zellen hier und den Minimalwert der anderen, und das war es dann auch schon. So, und so ist der ganze Fall dann eben ruckzuck gelöst und wir können uns dann im nächsten Video die Bonusfragen mal anschauen. Ja, wenn ihr was gelernt habt, wenn euch das gefallen hat, wie ich dieses angegangen bin, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt, dass ich diesmal die schnelle Variante vorgeführt habe. Wie gesagt, ich bin, als ich unter Zeitdruck stand, erstmal nicht drauf gekommen, dass ich das so einfach angehen hätte können oder müssen, sondern habe da ewig rumgewuselt und gesucht nach einem anderen Weg. Das heißt, ja, man lernt eben auch, während man die ganzen Fälle löst, ein wenig dazu, und das habe ich eben auch gemacht. Und vor allem hat mir eben die Zeit genutzt, die ich hatte zwischen dem ersten Aufeinandertreffen von mir und diesem Fall und dass ich ihn jetzt eben erst auch vorstelle. Ja, wie gesagt, hinterlasst gerne ein Like und einen Kommentar. Vor allem ein Kommentar ist mir ganz recht, wenn ich mal ein wenig von euch Feedback bekommen würde. Und ihr dürft natürlich gerne auch den Kanal abonnieren. Müsst ihr natürlich nicht. Das ist höchstens, um mir zu zeigen, dass ich die Videos nicht ganz umsonst mache. Aber das kennt ihr ja. Wie gesagt, schickt mir auch gerne eure Fälle, wenn ihr welche habt. Ihr müsst nur immer sicher sein, dass ich die Daten und die Inhalte dann eben hier auch zeigen darf. Und dass ich da eben nicht in irgendwelche Probleme komme, weil die würde ich dann einfach auf euch abwälzen. Okay, in dem Sinne, habt eine schöne Zeit, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns wieder. Bis dann.